Spieltag 32 gegen Leverkusen und das ist eines der wichtigsten Spiele der Rückrunde, wie so viele andere Spiele eigentlich. Aber es ist so, unsere Konkurrenz hat schon gespielt, gewonnen. Wir haben maximal 1 Punkt Vorsprung zurzeit und zwar auf Wolfsburg. Die haben nämlich gewonnen, Union ist da auch noch mit dabei und wir spielen heute gezwungenerweise oder gezwungenermaßen mit der B11 in Anführungszeichen, weil wir hatten ja ein Hinspiel gegen Ferencváros, das haben wir 2-0 gewonnen. Das heißt, da werden wir womöglich auch ins Finale einziehen. Der Conference League, ja, im nächsten Spiel müssen wir dann den nächsten Schritt machen. Und gegen Leverkusen muss halt auch zumindest ein Remis her, dass wir, ja, 2 Punkte Vorsprung haben. Eigentlich muss ich auch gewinnen. Und wir haben ja in Leverkusen schon 2-mal gespielt. Im Pokal leider verloren, in der Liga haben wir da 1-0 gewonnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das heute läuft hier mit unserem legendären Spieler Timothy Chandler, der nochmal in der Blütezeit seiner Karriere hier ran darf. Ein Gangkamrode und die altbekannten Galo und ein Bamba bilden wieder das Innenverteidiger-Duo. Das ist auch immer sehr, sehr schön. Und ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt, was Leverkusen bringt. Die haben hier eine richtig, richtig enttäuschende Saison gespielt. Die sind, glaube ich, 10. oder 11. Da sind sie gar nicht zu sehen hier links oben in der Live-Tabelle. Da steht schon mal fest, dass Heidenheim und Darmstadt wieder den Gang in die zweite Liga angehen. Und es wird auch sehr, sehr spannend zwischen Bochum, Gladbach und, ich glaube, dem 1. FC Köln. Die kämpfen um Platz 16. Und das ist der Stand der Dinge. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Spiel hier entwickelt. Ob das eher so ein Abtasten wird, so ein 0-0-Ball hin und her geschiebe. Aber 0-0-Spiele hatten wir jetzt in letzter Zeit zu oft, finde ich. Also von mir aus müsste es gar kein 0-0 geben in der Saison. Aber irgendwann ist es halt mal soweit. Aber wir müssen halt auch mal schießen. Gangkamp zum Beispiel hat mal die Schusschance. Ja, immerhin. Der wird wahrscheinlich auch im Sommer weggehen. Also hier bei uns, weil, ja, ich finde, der passt einfach nicht zur Eintracht. Also klar, der hat noch Entwicklungspotenzial und so weiter. Der hat jetzt auch bei der Eintracht in echt nicht so eine gute Phase vielleicht. Ist nicht fit unbedingt. Daran sieht man ja aber auch, dass er im Sommer vielleicht nicht so hart an sich gearbeitet hat. Oder dass er da halt sehr große Defizite hat. Dass vielleicht vorher bei der Hertha auch nicht immer auf die Fitness geschaut wurde. Und somit ist er einfach der Eintracht keine Hilfe. Also der hat bestimmt viel Potenzial, der hat einen wuchtigen und bulligen Körper, hat bestimmt auch einen guten Abschluss und, wie sagt man so schön, ist immer stets bemüht, aber es reicht halt nicht. Und deswegen würde ich einen Gangkamp, glaube ich, bei einem passenden Angebot ziehen lassen, wie so viele andere. Oh, Elfmeter, Foul. Das wäre doch mal eine Neuerung. Foul im Strafraum, egal wo, gleich Elfmeter für die Mannschaft, die gefoult wurde. So wie beim Basketball, wo es doch am Ende auch bei jedem Kontakt 2 Freiwürfe gibt. Nur der Unterschied ist, dass ich mich da mit den Regeln nicht auskenne. Oh, Max. Nur ich sehe das hin und wieder mal. So, ein Gangkamrode, da kommt Blitzsprinter Timmy Chandler. Guck mal, Ibimbe, der läuft doch da ein. Klasse Flanke, Ibimbe, ja. Oh, schießt doch auch. Warum schießt er denn da nicht? Weil er hier gut nachsetzt. Komm, hast du, vor dem Aus, ja. So, und jetzt mal Flanke, zweiter Pfosten, da ist Scheibi, ja, schade, Orban lässt grüßen, aber das schafft keiner mehr in der Saison. Das war überragend gegen die Bayern zu Hause. Sensationelles Tor. Würde mit in jeden Saisonrückblick gehen. Ja, guckt euch das mal an. Kusunu, glaube ich, war das. Legt sich den Ball da mal viel zu weit vor. Dann haben wir Stanisic. Wenn sich die Leverkusen auch geliehen haben. Ach nee, war Tapsoba. Granit Xhaka, wie gesagt, das wundert mich wirklich, dass Leverkusen wohl nicht so stark spielt in der Saison, dass sie sich oben etablieren konnten. Aber vielleicht nächste Saison. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Jetzt haben wir erstmal Hofmann. Enisiri startet vorne rein. Achtung, den habe ich im Blick. Hoffe ich. Und dann stehen wir eigentlich bislang defensiv sehr gut. Lassen wenig zu. Aber auch nach vorne, bis auf diesen harmlosen Versuch von Gangkamp ging auch nicht viel. Vielleicht ja jetzt ein Gangkamp, wenn er in die Mitte geht. Läuft da ein, Kopfballduell. Ja, gewinnt er nicht. Und dann ist Mamardashvili. Ich glaube, der ist bei Valencia im Tor. Hat bislang auch nicht viel zu tun. Also die 0-0s, die häufen sich jetzt so. Am Ende der Saison in München gegen Augsburg. Wobei, nee, 1-1. In Stuttgart haben wir 0-0 gespielt. Aber wir brauchen noch mindestens mal einen Sieg. Oder beziehungsweise eine Niederlage der Konkurrenz. Schön von Rode, schön mit dem Außenriss. Das kriegt irgendwie jeder hin. Ne? Das ist auch egal, ob das... Theoretisch hätte ich das auch mit Chandler machen können. Das ist echt krass.
wie easy das funktioniert und wie schön man auch damit ein Tor machen kann. Aber wir haben halt auch nicht so ein leichtes Restprogramm. Ne? Wir spielen jetzt, glaube ich, noch in Gladbach und dann zu Hause gegen Leipzig. Das sind dann die letzten Bundesligaspiele. Dann haben wir noch gegen Ferencváros das Rückspiel auf jeden Fall. Und dann hoffe ich noch ein schönes Finale gegen Villarreal. Ich nehme auch Fenerbahce, aber wenn ich mich entscheiden dürfte, würde ich Villarreal auf jeden Fall nehmen. Nur damit ich das wahrscheinlich hinterher bereue. Ja, Druck ist da, Ball nach vorne auch, ein Bamba. Schöner Stellungsfehler, Nagalo. Achtung, Ball kommt vorne rein und wird. Und das ist die erste große Chance nach 44 Minuten. Da weiß man dann so in etwa, wie das Spiel läuft, wenn ich das jetzt hier so sage. Stimmt ja eigentlich auch. Also so viele große Chancen gab es da noch nicht. Aber vielleicht jetzt mit dem Halbzeitpfiff macht sich Chandler nochmal auf den Weg gegen Stanisic. Da kommt er nicht hinterher. Oh, Chandler aus Spitzenwinkel. Ja, schade. Aber immerhin, das war mal ein bisschen Tempo von hinten rausgespielt. Hatten wir ja noch nicht so oft in der ersten Halbzeit. Ist vielleicht auch dem Spielermaterial so ein bisschen geschuldet. Ich gucke, ob ich vielleicht zur Halbzeit mal ein bisschen wechseln kann, weil ich könnte theoretisch auch gegen Ferencváros, hört sich jetzt riskant an, vielleicht auch ein paar von der B11 reintun, weil die schätze ich jetzt auch nicht so stark ein. Also ist mir immer noch ein Rätsel, wie die ins Halbfinale gekommen sind. Wir haben trotzdem 4 Schüsse. Hat sich gar nicht so viel angefühlt, sagen wir mal. Also zum Beispiel so ein Knauf, da würde ich einen Chandler mal rausnehmen, würde hier wechseln, dass wir vorne ein bisschen mehr Geschwindigkeit haben. Hier ein bisschen mehr, ja, filigran, feines Füßchen. Vorne Larsen mal rein und ansonsten sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Ich bin gespannt, was Nagalo und ein Bamba nach dem Sommer dann kriegen für eine Stärke. Die kriegen ja hoffentlich auch ein Upgrade. Dann unsere Leihspieler, ja, Larsson zum Beispiel, der ist ja verliehen, Foti, Nacho Ferri. Ob man den dann direkt nochmal verleiht für eine Saison, muss man dann sehen. Aber das sind halt alles so Sorgen und Probleme, die dann im Sommer auf uns zukommen. Aber jetzt haben wir erst nochmal hier Bundesliga. Und wenn möglich vielleicht ein 1-0 wird ja schon reichen. Hauptsache gewinnen, weil dann wären wir, glaube ich, fast sicher in der Champions League. Und darum geht es heute. Achtung, oh, Nagalo daneben. Und da ist er, der wagt sich heute zu treffen, ey. Yusuf En-Nesyri, mein ehemaliger Schüler. Mit dem habe ich auch gespielt. Da brennt aber der Baum, wenn der heute trifft, ey. Das verspreche ich ebenso. Wirtz und Knauf dazwischen. Oh, aber verliert den Ball. Achtung, Skiri kommt, eiskalte Grätsche und das ist kein Foul. Und die Chance, Chaibi, wenn er durchläuft. Ja, und jetzt haben wir viel Platz. Und wieder nach einem eigenen, beziehungsweise gegnerischen Eckball. Chaibi gut gerettet. Und gut vorgelegt auf Götze. Ich dachte, der ist schon eigentlich verloren. Larsen, ja, springt noch drüber. Streift wahrscheinlich an seinem Gemächt vorbei. Da hat er den Windzug gespürt, so knapp wie das war. Aber schade, da vielleicht Mamouche, der wäre vielleicht nochmal 5 km/h schneller. Naja. Hilft nix. Wieder Leverkusen, über En-Nesyri, Hofmann. Da stellen wir zu, dann können sie nur hinten rumspielen. Versuchen durch die Mitte, da müssen wir dann spätestens drauf sein. Und auch wenn es da mal einen Foul gibt, ist okay. Aber schön stören im Spielaufbau. Und auch die Flanken, die kriegen wir eigentlich recht gut verteidigt. Egal wer da hinten drin steht. Ob jetzt die Stamm-Innenverteidigung oder auch Bamba und Nagalo. Das kriegen die ganz gut hin. Ja, Knauf müssen wir verzögern. Ist leider nicht viel Platz gewesen. Jetzt ganz unten kommen. Das kriegt Nagalo auch hin. Jawohl. Ah, war zu schnell. Schade. Habe ich gedacht, dass Chaibi noch ein bisschen weiter offensiv steht. Und Bamba, der fehlt jetzt hinten. Ist Nagalo auf sich alleine gestellt. Und Max guckt. Stellt den Laufweg zu. Beziehungsweise den Passweg. Läuft dazwischen. Macht das relativ gut. Und dann ist das bislang oder jetzt zur Zeit eine Phase sehr stümperhaft. Ja, viel Klein-Klein. Viele Fouls. Wenig Abschlüsse, aber jetzt einmal Leverkusen schnell gespielt. Und Logic. Und Trapp. Natürlich brauchst du auch so einen Keeper. Jungs, komm, wir haben noch nichts gewonnen. Das war eine sehr, sehr wichtige Parade. Frei vom Tor. War gar nicht Logic, war Schick.
Der ist eigentlich auch sicher vorm Tor. Aber Glück für uns. Achtung, Flanke kommt direkt wieder. Oh, am zweiten Pfosten aufgepasst. Das ist Tabsoba. Ja, jetzt kommt Leverkusen. Andrich kommt, Würz, nächste Chance. Achtung, kein Foul und wieder Trapp. Also jetzt 3, 4 Paraden innerhalb von wenigen Minuten, die sehr, sehr wichtig waren. Jetzt dürfen wir gerne auch mal wieder. Aber Larsen weiß nicht wohin. Rodemann mit der langen Pille. Ja, warum nicht? Mal gucken. Vielleicht verschätzt sich Andrich. Nee. Da ist er schon stark im Zweikampf. Aber trotzdem, ich glaube, hier passiert noch was. Es ist so ein Spiel, das steht auf Messerschneide. Leverkusen jetzt ein bisschen besser, aber wir lauern immer. Guck, Ballgewinne. Aber dann brauchen wir nach vorne leider ein bisschen zu lange. Oh, Larsen Fehlpass. Das hätte eine größere Chance werden können und müssen eigentlich. Jetzt kommt Leverkusen, zu viel Platz. Achtung, Molero. Nagalo, ja, und holt ihn von den Beinen. Das war wieder so ein 50-50-Ding. Gehe ich rauf, decke ich in der Mitte. Das haben wir uns leider wieder falsch entschieden. Und die Grätsche musste ich machen. Ansonsten, wobei, der ist eigentlich nach außen gezogen. Hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen. Ach, und da steht er. Yusuf. Enisiri, 76. Kann Leverkusen in Führung schießen. Oh. Und den macht er. Yusuf Enisiri mit dem 1-0. Tja, unglücklich. Das Foul, der Elfmeter war natürlich rotzfrech. Also den da so zu lupfen in der Situation, das ist schon krass. Da hat er mich schön gefoppt. Und ausgerechnet Yusuf Enisiri. Mit seinem zweiten Tor. Ne, hat auch schon 10-mal getroffen, alles gut. So, Rückstand. Und das heißt, Stand jetzt haben wir nur einen Punkt vor Wolfsburg und glaube ich 3, maximal 4 vor Union bei noch 2 ausstehenden Spielen. Aber wir haben jetzt auch noch eine Viertelstunde, um hier nochmal ein bisschen was aufs Parkett zu bringen. Götze. Aber das ist alles total ungefährlich. Das wird Leverkusen nicht gefährlich. Ja, heute kriegen wir nicht so die Spielfreude aufs Feld, wie wir das zum Beispiel zu Hause gegen Wolfsburg gezeigt haben, auch gegen Bremen. Ja, oder auch in der Conference League, klar, da waren die Gegner auch ein bisschen leichter in dem Sinne, leichter zu bespielen, aber auch hier wäre heute definitiv was drin gewesen, auch mit der Mannschaft. Ja, kommt man wieder nicht ran natürlich, das typische Bild, wenn der Gegner vorne presst. So, nächste Chance und jetzt mal Ansgar Knauf vielleicht, aber Larsen vorne alleine, egal, macht er trotzdem. Komm, ein bisschen schnell ist er auch, ja, wird er aufgehalten, aber kein Foul. Das wird nichts, nee. Das haben wir nicht gut gespielt in der zweiten Halbzeit. Erste Halbzeit war noch okay, da hatten wir ja Chancen. Larsen ist doch im Abseits, glaube ich. Ne, doch nicht. Aber vielleicht schaffen wir ja noch zumindest den Ausgleich. Da ist Shaibi. Und da ist Giri. Ja, aber zu zentral leider. Und daher glaube ich, dass wir hier heute mal wieder eine Niederlage einstecken. Und das halt gerade in der entscheidenden Phase der Saison, wo es um Platz 4 geht. Aber so bleibt es spannend. Bis zum letzten Spieltag, wahrscheinlich im Fernduell. Würde ich jetzt einfach mal prognostizieren, wenn das so weiterläuft. Oh, Hofmann, Max kommt da nicht aus dem Arsch. Und jetzt Leverkusen mit der Chance zur Entscheidung. Nee, nicht noch ein Elfer. Aber wir kriegen leider keine Chance mehr, denn wir spielen es zu langsam hinten raus. Und der Schiri pfeift natürlich genau nach 92:19 ab. Und somit verlieren wir gegen Leverkusen. Vorletztes Heimspiel, schade, sehr bitter. Aber so bleibt es wenigstens spannend. Und jetzt gucken wir mal, dass wir zumindest das Finale der Conference League dann im Rückspiel klar machen. Ja, man muss auch sagen, dass uns Trapp auch noch ein paar Bälle gerettet hat. Also wir hätten auch 2 oder 3-0 verlieren können, wenn er da nicht zum Beispiel gegen Schick gut gerettet hätte. Das lehne ich jetzt erstmal ab. Da erhoffe ich mir noch ein paar höhere Angebote. Ja, allein aufgrund der Stärke ist das ja hier im Spiel so, dass dann die Angebote dementsprechend fließen. So, wir spulen jetzt mal vor, dann gucken wir nochmal auf die Bundesliga-Tabelle. Das bleibt nämlich auch sehr, sehr spannend. Ferencváros, Rückspiel, Transferangebot 4,3 Millionen, geht schon mal ein bisschen höher. Der kann sogar rechtes Mittelfeld auch spielen. Ich dachte, der ist eigentlich Stoßstürmer. Was haben wir hier?
Spielerchat. Ich hoffe, wir können die Leihe in einen dauerhaften Wechsel umwandeln. Okay, guck, Robin Koch möchte das auch. Das heißt, den müssen wir schon mal fest verpflichten. Der ist nur geliehen von Leeds. Da gehen also auch schon mal die ersten Millionen drauf quasi. Haben die anderen schon gespielt? Ne, die spielen ja natürlich zeitgleich. Wie sieht es eigentlich im Pokal aus? Mal spontan vorbeigucken. Bayern gegen Leverkusen im Finale. Okay. Bundesliga sieht so aus, dass wir mit Union und Wolfsburg einen Punkt auseinander sind. Einen Punkt und es geht auch nur noch zwischen uns dreien. Also Leipzig hat die Champions League sicher. Genauso wie Dortmund, ja die Bayern aber es geht zwischen uns, Wolfsburg und Union. Jetzt muss ich mal gucken, nächstes Spiel spielt Wolfsburg bei Bayern. Okay, da könnten wir hoffen, aber man weiß nicht, wie die Bayern drauf sind. Union spielt bei Köln, die brauchen auch noch jeden Punkt. Die werden also auch alles in die Waagschale werfen und wir in Gladbach. Also es wird ein Dreikampf. Ein Dreikampf um Platz 6. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass wir gegen Ferencváros den Sack zumachen und unser Finale dann bekommen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.